Das ist der Ichin Tyro Bausatz, der nicht mal 90 € kostet. Es sind viele Kleinteile, aber leicht zusammenzubauen. Naja, ganz leicht auch nicht. Zuerst sollte man die Schrauben sortieren. An den Armen kommen 3 unterschiedliche lange Schrauben drauf. Außen die lange Schraube, dann die mittlere, die den Flugcontroller halten soll, und die kurze Schraube, die in die Carbonplatte reingeschraubt wird. Mit 2 mm Sechskant Schraubendreher werden die Schrauben festgemacht. Um die Mutter festzuhalten, habe ich das beste Bitz Schraubendreher-Set, wo auch passende Stöcknüsse dabei sind. Das Bitset kann man auch für den elektrischen Xiaomi Wow Stick oder Mini ES120 verwenden. So sieht der Rahmen aus mit zusammengeschraubten Armen. Wichtig, ich habe hier den schwarzen Schrumpfschlauch vergessen, der auf jeden Arm aufgesteckt wird. Erst dann werden die Arme festgeschraubt. Die Motoren werden mit 3 Schrauben festgemacht. Nutzt bitte eine Schraubensicherungsflüssigkeit, die später verhindert, dass die Schrauben beim Fliegen verloren gehen. Es gibt 2 unterschiedliche Motoren. 2 Motoren haben ein Linksgewinde mit einer schwarzen Mutter und 2 sind mit Rechtsgewinde mit der Silbermutter. Rechts unten wird der Motor 1 mit der schwarzen Mutter montiert und links unten der Motor 3 mit der Silbermutter. Gegenüber diagonal liegen immer die gleichen Motoren. Hier muss ich noch den vergessenen Schrumpfschlauch auf die Arme schieben. Anschließend wird der Schrumpfschlauch mit einem Heißluftgerät erhitzt. Ich habe hier eine praktische kleine Heißluftpistole, die LS300. Achte bitte darauf, dass die Kabel im Schrumpfschlauch nicht verdreht sind, sodass die Reihenfolge der 3 Kabel noch gleich wie am Motor ist. Das Akkukabel wird mit 400 Grad heißem Lötkolben angelötet. Bei jedem Motor sind 3 Kabel, die in der richtigen Reihenfolge an den ESC angelötet werden, so wie die vom Motor kommen, von links nach rechts. Wenn die Kabel in einer falschen Reihenfolge angelötet werden, dann dreht sich der Motor in einer anderen Richtung. Man kann aber später die Drehrichtung vom Motor und der Bell-Heli Suite anpassen. Die Motorkabel lege ich unter dem ESC-Board. Jetzt befestige ich die Aluminiumbögen und schraube das ESC-Board an das Frame. Das kurze schwarze Kabel ist die Verbindung zwischen der Motorsteuerung am Flugcontroller und den ESCs. Bei dem Flugcontroller ist zu beachten, welcher Empfänger angeschlossen wird. Ich habe einen FrSky-Empfänger mit S-Bus-Protokoll. Am FC muss also eine Brücke gelötet werden, da wo S-Bus steht. Für eBus oder DSM wird rechts eine Brücke gelötet. Jetzt kann ich den Flugcontroller einbauen und an das Kabel zum SC anschließen. Das überstehende Kabel lege ich zwischen dem EFC und dem ESC-Board. Bei der FPV-Kamera gibt es ein kurzes Kabel, das am FC und der Kamera angeschlossen wird. Die FPV-Kamera kann jetzt eingesetzt werden. Hier sollten die Aluminiumbögen locker sein, damit die Kamera reinpasst. Anschließend werden die Carbonteile an die Aluminiumbögen angeschraubt. Die Kamera ist mit 2 Schrauben an den Carbonteilen befestigt, über die später der Winkel der Kamera eingestellt werden kann. Hinten wird der Aluteil für die Antenne eingesetzt und die Antennebuchse angeschraubt. Hier schließe ich einen FrSky XM Plus Empfänger an.
Den Empfänger befestige ich später unter dem Carbondeckel. Darüber wird der Videosender montiert. Hier verwende ich ein beiseitiges M3 Klebeband, klebe zuerst den Empfänger unter die Carbonplatte, oben kommt der Videosender und wird mit einem Kabelbinder fixiert. Nicht vergessen, die Antenne an den Videosender anzuschließen. Die Antenne von dem Empfänger führe ich bis zu den Armen raus und montiere die dort mit einem Kabelbinder und einem Schrumpfschlauch. Das Kabel zum Videosender wird angeschlossen. Die restlichen Schrauben werden angeschraubt. Der Bindungsknopf zu dem Empfänger sollte von außen erreichbar sein. Unten kommt das LiPo-Klettband rein und hier sieht alles schlecht aus. Der Akku lässt sich hier überhaupt nicht richtig anbringen. Überall stehen Schraubenköpfe ab und kein Platz, um das Silikonpad anzubringen. Also habe ich das Silikonpad zerschnitten und an den Rahmen passend gemacht. Zuerst kleine Silikonteile zwischen den Schrauben und dann ein großes Stück Silikon auf die Schrauben geklebt. Jetzt sitzt der Akku besser und wird nicht durch die Schrauben zerkratzt. 5 Zoll Propeller mit einer Steigung von 38 sind dabei. Vor dem Wiegen lege ich die Propeller an und schraube die Video Pagoda 2 Antenne an. Der fertige Tyro 99 wiegt 330 Gramm.